Hallo Leute, manchmal steht man einfach vor einem Neuanfang. Und ich sage, wie toll ist das denn? Ja, das packen manche unter das Label Midlife Crisis, aber das klingt für mich erstmal zu dramatisch. Auch wenn Krise ja nichts anderes als Wendepunkt bedeutet. Wir sprachen in einem anderen Video schon darüber. Ich behaupte, vor solchen Wendepunkten, wo wir unserem Leben eben eine neue Richtung geben wollen oder müssen, stehen wir häufiger mal. Und das betrifft Männer und Frauen. Nach einer Trennung, einem vielleicht nicht ganz freiwilligen Jobwechsel oder wenn die eigenen Eltern diese Welt verlassen oder Kinder auf die Welt kommen. Oder du entschließt dich, in eine neue Stadt oder in ein neues Land zu ziehen, so wie ich. Oder wenn du dich, mein aktuelles Projekt, dazu entscheidest, auf YouTube dein Wissen weiterzugeben. Wir fügen unserem Leben eine neue Facette hinzu. Der Tagesablauf verändert sich, es werden neue Prioritäten gesetzt. Was ist bei dir gerade los? Warum hast du das Video angeklickt? Hast du mit Sport angefangen und jetzt sehen dich deine Kumpels komisch an, fühlen sich schlecht, weil sie merken, dass du deine Bierwampe verlierst und sie eben nicht? Hast du plötzlich mehr Verantwortung bekommen in deinem Job und deine alten Freunde wollen mit so einem Chefausbeuter nichts mehr zu tun haben? Hast du eine Tätigkeit in einer neuen Umgebung angenommen, also in einem anderen Teil der Welt, in einer anderen Region Deutschland, und du musst dir die neue Umgebung jetzt erst erobern, stellst Unterschiede fest, die dich anfangen zu prägen? Du veränderst dich und das ist was Gutes. Mit solchen Veränderungssituationen können Menschen allerdings unterschiedlich gut umgehen. Manche inspiriert das, so wie mich. Ich bin seit 20 Jahren Berater und CEO-Coach. Ich bin es gewöhnt, immer wieder neue Unternehmen, neue Menschen kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel kurz hintereinander mal für die Deutsche Bahn Projekte geleitet und bei Mercedes-Benz als Berater gearbeitet. Zwei wirklich großartige, spannende, aber eben komplett unterschiedliche Unternehmen. Während es beim Daimler normal war, dass alle am Wochenende nach London, Barcelona oder an die Côte d'Azur nach Hause fliegen, hätte ich bei der Bahn besser nicht erzählt, dass ich auf Mallorca lebe. Da traf ich bei der Pause in der Kantine auf viele ungläubige Nachfragen, ob und wie denn so etwas möglich sein kann. Ihr merkt schon, was bei manchen Unternehmen, bei manchen Menschen normal ist, ist woanders komplett undenkbar, weil unbekannt, weil eben nicht alle Menschen von Veränderungen inspiriert werden. Ein großer Teil setzt eben auf Sicherheit und fühlt sich nicht gerade angezogen vom neuen, unbekannten Terrain. Deswegen mache ich hier immer mal wieder ein Video mit nur ein paar Tipps, damit dir ein Neustart leichter fällt. Es sind gute Gedanken, die ich über Jahre gesammelt habe, von erfolgreichen Unternehmern, von spirituellen Leadern, Philosophen, Life-Coaches aus den USA, Glücksrittern, Psycho-Onkels und aus langfristigen medizinischen Studien. Also, hier sind die 5 guten Tipps von heute. Erstens, pflege deine Beziehungen. Studien zeigen immer wieder, dass starke soziale Verbindungen entscheidend sind für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Also, investiere Zeit und Energie in Freundschaften und familiäre Beziehungen. Das sagt auch eine Harvard Study of Adult Development. Dein To-Do also: Wen aus deinen Freundschaften oder deiner Familie hast du in letzter Zeit vernachlässigt? Nimm dir heute vor, dich bei dieser Person zu melden und ein Treffen zu vereinbaren. Oder einfach nur ein nettes Gespräch zu führen. Zweitens, lerne ständig dazu. Lebenslanges Lernen hält deinen Geist aktiv und neugierig. Es eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten und verhindert Stagnation. Ob durch Bücher, Kurse oder Gespräche. Bleib ein Wissensdurstiger. Dein To-Do: Was wolltest du schon immer lernen oder wovon wolltest du mehr wissen? Recherchiere heute nach einer Ressource. Also Bücher, Podcasts, hier auf YouTube, Kurse, Artikel zu diesem Thema und plane Zeit dafür in dieser Woche ein. Nächster Punkt: Sei dankbar.
Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, denn diese Dankbarkeitspraxis, die es in vielen spirituellen Traditionen gibt und auch die Erfolgscoaches wie Tony Robbins immer wieder rauf und runter betet, das hilft dir, die positiven Aspekte deines Lebens wertzuschätzen und deine vielleicht gerade negative Perspektive zu verändern. Deswegen, dein To-Do: Nimm dir Zeit, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift und schreib wirklich mal 3 Sachen auf, wofür du dankbar bist. Schreib dir 5 Sachen auf, damit du dieses Gefühl wieder spürst, was du alles hast in deinem Leben. Dein To-Do: Nimm dir jetzt nach dem Video einen Moment Zeit und schreibe 3 Dinge auf, für die du heute besonders dankbar bist. Versuche dabei wirklich das positive Gefühl der Dankbarkeit zu spüren. 4. Übe dich in Selbstmitgefühl. Sei freundlich und verständnisvoll mit dir selbst, besonders in schwierigen Zeiten. Selbstmitgefühl hilft dir, Rückschläge zu überwinden und dich selbst anzunehmen, wie du bist. Dein To-Do: Denke an eine Situation, in der du dich selbst kritisiert hast. Wie würdest du einem guten Freund in dieser Situation begegnen? Und wie kannst du dir selbst heute diese Freundlichkeit schenken? 5. Achte auf deine körperliche Gesundheit. Medizinische Studien belegen immer wieder den Zusammenhang zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit. Ernähre dich gesund, bewege dich regelmäßig und sorge für ausreichend Schlaf. Dein To-Do: Was kannst du heute konkret für deine körperliche Gesundheit tun? Plane eine gesunde Mahlzeit, eine, wenn auch nur kurze Bewegungseinheit und eine bewusste Entspannungspause in deinen Tag ein. Also, was glaubst du? Helfen dir diese Tipps für deinen Neuanfang? Welchen Schritt wirst du heute als erstes anpacken, um in deinem Leben durchzustarten? Teile deine Gedanken und Inspirationen in den Kommentaren. So Leute, das war's wieder für heute. Und wenn du jetzt wirklich durchstarten willst, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Da bekommst du dann noch mehr Anregungen und Tools, um die beste Version von dir selbst zu werden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Dazu abonniere meinen Kanal, lass mir ein Like da und vielleicht ist dieses Video hier auch etwas für dich. Und denk daran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.